Wir hatten ja sozusagen thematisch halt Titel gewählt, die etwas mit Essen zu tun haben. Heute geht es halt darum, halt, wie man sozusagen sich am Open Access Buffet bedient. Wie Sie ja wissen, ist es halt so, dass halt eben Open Access ist ja sozusagen das Größte seit der Erfindung von geschnittenem Brot. Alle lieben Open Access. Aber es ist halt auch häufig die Frage für den Menschen, der halt jetzt als einzelne Person irgendwie im Wissenschaftsbetrieb unterwegs ist, was habe ich denn eigentlich davon? Und dazu nochmal einen Schritt zurück. Wenn Sie heute in oder gestern in Web of Science geguckt haben und nach dem Jahr nach Publikationen im Jahr 2020 gesucht haben, haben Sie 3,5 Millionen Treffer bekommen. Und davon sind immerhin 1,4 Millionen Open Access Treffer. Das ist doch schon mal was. Das heißt eigentlich 40%, zumindest fürs Jahr 2020, waren bereits Open Access verfügbar im Bereich Wissenschaft, soweit Web of Science das halt abdeckt. Da fehlen natürlich ein großer Teil der Kulturwissenschaften und auch ein Teil der Sozialwissenschaften. Das ist ja erstmal toll, aber das bedeutet, dass Sie halt irgendwie, das hilft einem als Endverbraucher immer noch nicht weiter, denn wie kann man sich jetzt diese großen Mengen von verfügbaren Dokumenten überhaupt erschließen? Das ist ja praktisch ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen. Dafür gibt es Tools. Und das eine Tool hat ja auch uns den Namen für unsere Vorstellung hier gegeben. Das ist Unpaywall. Das funktioniert folgendermaßen. Normalerweise, wenn Sie jetzt halt auf Literatursuche sind und möchten auf ein Dokument zugreifen, dann kann Ihnen so etwas hier passieren. Zum Beispiel hier Elsevier. Unglücklicherweise haben wir derzeit keinen Zugriff auf Elsevier, weil wir unsere Subskriptionen kündigen mussten. Dann kommt eine solche unfreundliche Nachricht, kein Zugriff. Moment, ich muss mal eben kurz den. An dieser Stelle lohnt es sich halt, das Tool Unpaywall sich anzuschauen. Unpaywall ist eigentlich eine Datenbank mit derzeit irgendwie 30 Millionen frei verfügbaren Open Access Artikeln und Papern. Und Unpaywall kann sozusagen diese Datenmenge mit vorhandenen lizenzpflichtigen Dokumenten matchen. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die einfachste und die für den Endnutzer empfehlenswerteste Möglichkeit ist halt die sogenannte Browser Extension, also ein Plugin für den Browser gibt es für Chrome und für Firefox, soviel ich weiß. Und wenn man das sich runterlädt, dann sieht das so aus. Man sieht erstmal nicht viel, aber wenn Sie mal scharf nach rechts gucken, dann sehen Sie ein kleines grünes Schloss. Wenn Sie dort draufklicken, dann werden Sie auf einen alternativen Volltext geführt. Entweder das Dokument ist sowieso schon Open Access, dann landen Sie wieder an genau der gleichen Stelle, oder aber es gibt halt eine parallele Open Access Veröffentlichung, dann werden Sie dorthin geführt. Wenn es sowas nicht gibt, dann kommt ein graues Schloss. Dieses kleine Symbol ist sozusagen immer mit dabei und überwacht halt, guckt halt, jede Seite, die Sie aufrufen, wird darüber überprüft, ob es halt eine DOI, ein Digital Object Identifier gibt. Und wenn ja, guckt halt Unpaywall in seiner Datenbank nach, habe ich was, habe ich nichts. Wenn ich nichts habe, dann gibt es das graue Schloss. Wenn ich was gefunden habe, dann gibt es halt eben das grüne Schloss. Und wenn man da draufklickt, bekommt man tatsächlich in diesem Fall jetzt halt kriegt man ein PDF zurückgeliefert. Das heißt, Unpaywall hat oben aus der Elsevier DOI halt einen Preprint-Link gemacht. Man muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Sie haben jetzt hier nicht irgendwie das Original, sondern Sie haben tatsächlich nur den Preprint und müssen sich jetzt also von der letztveröffentlichten Version beim Verlag etwas abweichen kann. Das heißt, da könnten noch kleinere Fehler drin sein, aber im Großen und Ganzen werden sich Forschungsmethode und Ergebnisse vermutlich nicht so stark unterscheiden.
Zitieren könnte auch etwas schwieriger werden, weil sie halt unter Umständen andere Seitenzahlen haben und so weiter und so fort. Das ist eben das Problem, wenn man sich mit Preprints befasst. Aber auf jeden Fall haben sie erstmal Zugriff auf den Volltext und die wesentlichen Inhalte. Unpaywall ist sehr populär und bietet eben auch eine API, also eine Programmierschnittstelle an, die von vielen Produkten genutzt wird. Hier zum Beispiel Scopus, wieder scharf rechts gucken, da sehen Sie das kleine grüne Schloss. Das heißt, wenn Sie in Scopus recherchieren, kriegen Sie auch sofort die Informationen diesen Datensatz, den ich hier gerade gefunden habe, der ist auch als Open Access verfügbar. Das geht aber auch mit Web of Science und EBSCO und wahrscheinlich noch diversen anderen Sachen. Es gibt auch noch weitere Services, die auf Unpaywall aufsetzen und die halt entsprechend ganz interessante Möglichkeiten bieten. Unpaywall ist aber bei weitem nicht das einzige Tool, was man da nutzen kann. Ich zeige Ihnen jetzt nur noch ein paar andere, zum Beispiel Open Access Button, der funktioniert genauso. Auch da ist wieder eine Datenbank mit Open Access Dokumenten hinterlegt. Hier mal eine andere Möglichkeit, wie man auf so etwas zugreift. Zum Beispiel hier geben Sie halt in diesem Fall eine DOI oder Sie können auch Titeldaten oder sonstige Dinge eingeben. Und wenn Sie dann halt auf das Suchen-Symbol klicken, dann kriegen Sie halt eine solche Rückmeldung. Also in diesem Fall halt eben den Link zum Volltext. Aber Sie könnten auch sehr nett unten versuchen, mit dem Autor Kontakt aufzunehmen, wenn es dort keinen vernünftigen Link zurückgeliefert gibt. Das ist der Open Access Button. Auch den gibt es als Browser-Plugin. Was auch vielleicht viele sicherlich schon wissen, aber wo man aber vielleicht nochmal darauf hinweisen könnte, Google Scholar bietet einen ähnlichen Service. Also wenn Sie in Google Scholar recherchieren, kriegen Sie auch immer sofort angezeigt, ob es halt eben ein entsprechendes alternatives einen alternativen Volltext gibt. Und wenn hier noch nichts angezeigt wird, lohnt es sich auch nochmal hier auf die Versionen zu schauen. Manchmal findet man auch dort noch mehr. Also das ist jetzt für für das gleiche Dokument, das ist halt, weil es schon open, das ist halt noch an mehreren Stellen abgelegt worden. Aber bei anderen Dokumenten kann man da eben auch unter Umständen noch Glück haben. Und zu guter Letzt, das ist ein bisschen sperrig zu benutzen, aber eben auch ganz interessant, BASE, die Bielefeld Academic Search Engine, ist eigentlich sozusagen die allergrößte Suchmaschine für Open Access Dokumente, hat jetzt 275 Millionen Dokumente. Das sind aber mittlerweile nicht nur Open Access Dokumente, weil sie haben dort eben auch die lizenzpflichtigen Aufsatzdaten hinterlegt. Und damit kann man natürlich auch schöne Sachen machen. Man kann auch damit dann eben die lizenzpflichtigen Dokumente mit den Open Access Dokumenten matchen. Und das heißt, wenn Sie hier jetzt eben wieder nach unserer DOI suchen, dann kriegen Sie halt eben zwei Treffer, nämlich als ersten Treffer den Link auf dem Preprint-Server und sieht man jetzt hier in dem Ausschnitt nicht, aber als zweiten Treffer dann halt den Originallink von Elsevier. Hier sieht man übrigens auch ganz schön, dass halt, ist vielleicht ein bisschen klein, aber hier kriegt man auch die Information, was für eine Art von Preprint das jetzt eigentlich ist, was Sie da auf archive.org bekommen. Das ist nämlich die Submitted Version. Das ist also nicht die begutachtete Version offensichtlich, sondern die eingereichte Version halt. Das gibt einem dann unter Umständen noch mal ein bisschen zu denken, ob man halt wie kritisch man sich diese Version dann anschauen muss. Ja, es ist tatsächlich so, das sind auch immer noch nicht die einzigen Tools, die man dort bekommt. Unpaywall ist so populär, dass wenn Sie bei Google halt How to get to the PDF und Unpaywall eingeben, dann kriegen Sie halt eine Reihe von Links auf interessante Zusammenstellungen, wo halt eben verschiedene Möglichkeiten gezeigt werden, wie man halt eben sich die Volltexte verschafft, wenn man halt keinen direkten Zugang hat. Nicht alle sind so
komfortabel wie ein Paywall jetzt, aber eben teilweise sind eben auch ganz interessante Sachen dabei. Zum Beispiel gibt es extra einen Twitter-Hash, wo man halt eben die Community fragen kann, ob einer dort draußen einem vielleicht halt einen entsprechenden Aufsatz besorgen kann. Ich hoffe, das hat die Zuneigung zu Open Access insgesamt noch ein bisschen weiter gesteigert, wenn das überhaupt noch möglich war.